Ist warm da drin. Die Butterhörnchen, die habe ich gestern Abend schon gemacht und die gibt es jetzt gleich zum Frühstück. Hallo, ich bin Nico Staniszok und ich freue mich, dich zu sehen. Jetzt sehe ich dich. Hallo. Ja, heute zeige ich dir, wie du diese super leckeren Butterhörnchen machen kannst, die du dann am Morgen nur noch in den Ofen schieben musst zum Backen. Die Teigmenge reicht übrigens für 8 Hörnchen. Als erstes geben wir 270 Gramm Milch, 80 Gramm Zucker und 3 Gramm Trockenhefe in eine Schüssel und verrühren alles ganz kurz. Dann kommen 500 Gramm Weizenmehl Typ 550, 8 Gramm Salz und 50 Gramm weiche Butter dazu. Ja, die Zutaten bringen wir dann erst mit der Hand zusammen oder wie ich das hier mache, mit so einer Teigkarte. Ja, wenn die Teigzutaten dann so weit zusammenhaften, dass sie geknetet werden können, dann müssen wir den Teig für 10 Minuten kneten. Der Teig lässt sich übrigens super verarbeiten, also den kann man wirklich ganz wunderbar von Hand kneten. Nach den ersten 2 Minuten klebt er so gut wie gar nicht mehr. Den Teig dann zu einer Kugel formen, in die Schüssel zurückgeben und abgedeckt für 30 Minuten entspannen lassen. Ja, in der Zwischenzeit können wir schon mal ein Backblech, das in deinen Kühlschrank passt, mit Backpapier auslegen. Wenn dein Backblech nicht in den Kühlschrank passt, dann brauchen wir allerdings eine andere Lösung. Vielleicht hast du 2 Tabletts oder Schneidebretter, die in den Kühlschrank passen. Und darauf könntest du dann jeweils ein Stück Backpapier und 4 geformte Hörnchen legen. Auf diese Weise kannst du die Hörnchen am Morgen dann direkt davon auf das Backblech ziehen, falls das eine Lösung für dich ist. Wichtig ist, die Hörnchen nicht mehr in die Hand zu nehmen, wenn sie dann im Kühlschrank aufgegangen sind, denn dann ist die Luft raus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nachdem der Teig jetzt dann 30 Minuten entspannt hat, können wir die Arbeitsfläche mit etwas Mehl abstäuben, den Teig dann auf die Arbeitsfläche stürzen und ihn kreisförmig etwa einen halben Zentimeter dick ausrollen. Also mein Teigkreis war nach dem Ausrollen nicht nur einen halben Zentimeter dick, sondern auch ungefähr im Durchmesser so 45 Zentimeter. Aber entscheidender ist die Dicke, also ein halber Zentimeter. Die Oberfläche von unserem Teigkreis streichen wir dann mit 50 Gramm weicher Butter ein. Am besten geht das mit einem Pinsel. Ja, und dann schneiden wir den Teigkreis in 8 gleich große Tortenstücke. Wenn du einen Pizzaschneider hast, dann empfehle ich den zu verwenden. Damit geht es wesentlich besser als mit einem Messer, so wie ich das hier gemacht habe. Vor allen Dingen wesentlich genauer. Die Teigstücke dann von der breiten Seite her möglichst straff zu Hörnchen aufrollen und mit genügend Abstand auf das Backblech legen. Das Backblech dann abdecken und die Hörnchen erst für 60 Minuten bei Raumtemperatur gehen lassen. Das erste Gehen dient dazu, ja, die ganze Fermentation in Gang zu bringen. Wenn wir die Hörnchen gleich ins Kühle stellen, dann verweigern die Hefen ihre Arbeit sozusagen. Der Teig würde im Kühlschrank dann nicht wirklich wesentlich weiter aufgehen. Und wir wollen, dass die Hörnchen am Morgen genau so weit aufgegangen sind, dass wir sie direkt aus dem Kühlschrank nehmen können und dann im Ofen backen. Und das funktioniert ziemlich gut. Ja, nach den 60 Minuten das Blech dann mit den Hörnchen in den Kühlschrank stellen und zum Beispiel schlafen gehen. Ja, am nächsten Morgen brauchst du den Backofen dann nur noch auf 220 Grad Ober-Unterhitze aufzuheizen, ein Ei zu trennen und mit einer Prise Salz und 2 Esslöffel Wasser etwas verquirlen. An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass es die ganze Anleitung nochmal zum Nachlesen auf meiner Homepage gibt. Die Angaben der Zutaten, die findest du hier unterhalb vom Video in der Infobox. Ja, und ansonsten sage ich schon mal recht herzlich Dankeschön, dass du dir mein Video angeschaut hast. Wenn du meinen Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du meinen Kanal Nico Staniszok abonnierst. Dankeschön! Die Hörnchen dann aus dem Kühlschrank nehmen, mit Eiweiß einpinseln und in den Backofen schieben. Und zwar auf die zweite Schiene von unten. Die Hörnchen dann für 12 bis 14 Minuten backen, herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Ja, und wenn das dann so herrlich nach Hörnchen duftet, dann werden garantiert auch alle anderen wach.
Ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Butterhörnchen zu machen. Wenn dir meine kleine Anleitung gefallen hat, wie man Butterhörnchen selber macht, dann freue ich mich jetzt wirklich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben dafür dalässt. Wenn du den Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, dann weiß ich es jetzt wirklich sehr zu schätzen, wenn du hier diesen roten Knopf drückst und meinen Kanal abonnierst. Das gesagt, es warten schon alle da drin aufs Frühstück. Also ich gehe jetzt leckere Butterhörnchen frühstücken. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage einfach Tschüss. Hier, Butterhörnchen selber machen gehen. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places.